Akio Adventskalender. Ja, auch in diesem Video teste ich wieder einen kreativen Adventskalender und dieses Mal einen ganz speziellen, nämlich den inoffiziellen Harry Potter Adventskalender, der verspricht, dass man 24 verschiedene Harry Potter Motive zeichnen lernt. Ob dem wirklich so ist, wie gut der Kalender konkret ist, ich werde auch einige Motive nachzeichnen und pst, eine Verlosung gibt es auch. Also ich würde sagen, dranbleiben lohnt sich definitiv, deswegen lass uns gar nicht lange reden. Los geht's! Hi! Ich bin Sandra, the Coaching Artist, und da ich sowohl großer Harry Potter Fan bin, ja, hier, Proud Ravenclaw, und eben auch professionelle Künstlerin, die auf diesem Kanal Zeichentipps und so weiter gibt, dachte ich, ja, dieses Buch hier, das ist wirklich die perfekte Kombi, das muss ich mir genauer anschauen, beziehungsweise diesen Kalender. Hier allerdings noch ein kleiner Hinweis vorweg, das Ganze ist nicht gesponsert, ja, ich werde hier nicht dafür bezahlt, meine Meinung kundzutun, das ist alles auf meinen eigenen Mist sozusagen gewachsen. Ich habe es mir selber gekauft. Lediglich, wenn du in den Link in der Beschreibung gehst und da zum Beispiel über den Link das Buch auch bestellst oder irgendwas anderes, erhalte ich eine kleine Affiliate-Provision. Ja, das ist alles, nur dass du Bescheid weißt zu den Rahmenbedingungen. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den Kalender etwas genauer an. Alohomora! So, hier haben wir einmal das Buch, wo auch nochmal draufsteht auf dem Cover: in 24 Briefen die beliebtesten Charaktere Schritt für Schritt zeichnen lernen. Ich sehe hier zwar eine Eule, aber das heißt wohl schon einmal, dass es wirklich nur um Charaktere nachzeichnen geht. Ich habe es mir nicht irgendwie vorher angeschaut, durchgelesen. Ja, es wird genauso eine Überraschung für mich wie für dich. Schauen wir trotzdem nochmal den Rückseitentext an. Entdecke täglich einen neuen Zaubercharakter und tauche ein in magische Welten. Du erhältst jeden Tag einen Brief, der einen einzigartigen Charakter enthält. Mit der Unterstützung der talentierten Illustratorin Antonia Flexig, die kenne ich jetzt nicht, aber blende ich dir dann auch hier einmal ein, dass du da auch ein bisschen mehr Ahnung hast, was sie macht, lernst du in 24 Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du deine Lieblingshexen und Zauberer selbst zeichnen kannst. Nutze den beiliegenden Pigma Micron Fineliner, okay, das ist cool. Das ist ein ziemlich guter Stift, wenn der mit dabei ist. Und zeichne direkt auf dem Briefpapier los. Die faszinierenden Charaktere begleiten dich durch die Vorweihnachtszeit von der klügsten Hexe, okay, hier kriegen wir jetzt ein bisschen Spoiler, also wahrscheinlich Hermine, ihrer Generation bis zum besten Schulleiter, also wahrscheinlich Dumbledore, den die magische Schule je hatte. Wie durch Magie lernst du in 24 Tagen zeichnen. Akio Stift. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen fragwürdig, ob man da jetzt wirklich damit zeichnen lernt, aber das werden wir uns jetzt anschauen. Also, wenn wir das einmal öffnen. Erstmal Karte lesen. Scheiße, kein Geld drin. Ja, dann ist hier auch schon der versprochene Micron Pigma Stift. Mal sehen, was der von der Qualität her macht. Sieht ganz gut aus. Sieht aus wie 0,3 mm. Was ist es? 0,25 mm tatsächlich. Also ein sehr feiner Fineliner und auch einer qualitativer, sag ich mal. Diese Pigma Micron, die sind relativ gut. Also den werde ich jetzt mal beiseite legen. Ich werde tatsächlich nicht mit dem zeichnen. Aus 2 Gründen. Den ersten wirst du später erfahren, den zweiten sage ich jetzt schon mal vorweg. Denn ich werde die Motive digital mit Procreate nachzeichnen. Ja, das ist eher mein Fable, digitale Kunst. Und vor allen Dingen möchte ich auch beweisen, dass Zeichnen nicht viel mit dem Medium zu tun hat, sondern dass man das mit jedem Medium umsetzen kann, dass es mehr auf die Zeichengrundlagen drauf ankommt, ob man wirklich ein Motiv bzw. generell zeichnen lernen kann. Ja, und dann, wie versprochen, finden sich jetzt hier, das ist wie so eine Art Umschlag, die 24 Briefe. Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Ich hole es mal kurz raus. Ja, hier haben wir jetzt die ganzen Briefe. Es sind so verschiedene Umschläge, wo dann jeweils die Anleitungen drin sind. Ja, ist schön. Da hat man auch noch so, wie bei einem Brief halt auch Absender, Adresse und so weiter zum selber eintragen. Es ist mit einem Sticker verschlossen. Also so auf den ersten Blick muss ich sagen, das Design gefällt mir schon richtig gut von dem Kalender. Wenn das dann so innen weitergeht, dann schlägt mein Kommunikationsdesign-Herz höher, weil das ist echt richtig cool. Nice. Es sind immer so ähnliche Farben mit dem Rot, Blau, Grün
Und gelb für die verschiedenen Häuser nehme ich an. Es wäre jetzt interessant, ob dann auch entsprechend darin Charaktere passend zu den Häusern sind. Ich bin jetzt nicht so ganz deep im Harry Potter Game drin. Also ich weiß so die Hauptcharaktere, klar, aber ich habe jetzt tatsächlich nie, muss ich gestehen, die Bücher gelesen. Also das erste Buch habe ich gelesen, aber ansonsten habe ich nur die Filme geschaut. Das mal nur vorweg, aber ich mag es trotzdem. Genau, also das so auf den ersten Blick macht es wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Man hat jetzt nicht irgendwie wie bei vielen Kalendern so ein paar Vorseiten, wie das Ganze abgeht, Zeichentipps, Material, irgendwas. Also so eine kleine Einleitung, das hat man jetzt nicht. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, dass das nicht dabei ist. Ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten Brief starten, was es damit auf sich hat. Den würde ich mal kurz öffnen. Okay, das finde ich schon mal ziemlich cool. Das ist nicht einfach so, man klappt es auf und dann ist direkt die Anleitung. Man hat das quasi in mehreren Fallschritten, hat man schon mal so einen ersten Hinweis, glaube ich, wo man das erraten kann. Hier steht jetzt: Ein geheimnisvoller Mann mit langem Bart, auffälliger Kleidung und halbmondförmiger Brille. Okay, selbst als Nichtleser weiß ich Bescheid. Herzlichen Glückwunsch! Krieg ich jetzt einen Nintendo? Ja, da hinten, geh mal weg, ja? Er ist einer der mächtigsten Zauberer der Welt und leitet, okay, spätestens dann, glaube ich, weiß man's, leitet die magische Schule. Also definitiv Dumbledore, und sollte das noch nicht reichen, hat man hier noch den Phönix und den Schokofrosch. Also finde ich, sind genug Hinweise, um das erraten zu können. Aber ich finde es cool, dass man da quasi noch so eine Art Ratespiel am Anfang hat, bevor es dann an die eigentliche Zeichenanleitung geht. Und dann auch so die Symbole im Hintergrund. Da ist hier Lunas Brille, so eine Schneekugel, Weihnachtsmotive generell, ein Kessel. Es sieht einfach richtig schön aus. Also es gefällt mir richtig gut. Nice. Perfect. Everything, down to the last minute details. Okay, aber dann heißt es schon mal, also wenn ich richtig liege, ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, war Dumbledore Gryffindor? Ich bin mir gar nicht sicher, aber das würde schon mal nicht passen, glaube ich, von dem Hufflepuff Gelb zu Gryffindor. Aber ist okay, muss es ja auch nicht, ne? Aber ich glaube, er ist. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Bitte verteufelt mich nicht. Wie gesagt, ich bin Fan, aber jetzt auch nicht so absoluter Harry Potter-Geek. Das jetzt auch nicht. Disappointed! Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Zeichenanleitung an, die jetzt über noch ein Falten offenbart wird. Okay, wow, nice. Die ist richtig groß. Das werde ich teilweise nur zeigen können. Großartiger Schulleiter, okay. Da hat man die einzelnen Schritte, 1 bis 4, um die Skizze von Dumbledore in diesem Fall anzufertigen. Noch ein bisschen was zu der Person beschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich kann es ja mal kurz hier stehen lassen, da kannst du auch kurz das Video pausieren, wenn du willst, wenn du es dir durchlesen möchtest. Ansonsten geht es dann, hier unten weiter. Ich habe nicht so viel Platz, um das alles zu zeigen, aber ich glaube, so ist es ganz gut. Hier ist dann das finale Porträt und hier der Platz, wo man das theoretisch reinzeichnen könnte. So wie ein kleiner Tipp. Hier geht es noch um die Koloration, wie man das kolorieren könnte. Aber die Hauptanleitung, da geht es wirklich um das Skizzieren der Figur an sich. Ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, ist nicht unbedingt anfängerfreundlich. Ja, also das ist schon eher ein fortgeschrittenes Motiv. Aber wiederum ein Motiv, was mir sehr gut gefällt. Ja, ein sehr freundlicher Dumbledore. Thank you. Der jetzt auf den ersten Blick mehr wie der Buch Dumbledore wirkt. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, generell der Zeichenstil gefällt mir sehr schön. Die Anleitung sieht ganz gut aus. Aber wenn ich es mir halt so angucke, sieht es halt, wie gesagt, eher für Fortgeschrittene aus. Da sind ein paar Schritte, ja, zum Beispiel auf die verschiedenen Steps zu kommen und auch, dass es perspektivisch gezeichnet ist. Das ist für viele Anfänger sehr schwierig. Aber theoretisch, wie gesagt, kann man es auch abpausen. Es ist zwar jetzt so gedacht, dass man es hier unten neu zeichnet, aber du könntest das theoretisch auch über einen Lightpad legen und dann mit normalem Zeichenpapier quasi drüber abpausen. Das ginge auch. Ja, oder dann auch digital fotografieren und nachzeichnen die Linien und dann mehr die Übung draus machen, das so nachzukolorieren. Das ginge auch. Okay, also das gefällt mir so von der Aufmachung schon richtig gut. Dann lass uns mal die nächsten angucken. Also ich würde sagen, ich zeichne dann so meinen Lieblingscharakter. So würde ich es, glaube ich, machen. Also das zu Türchen 1, Brief 1. Finde ich sehr gelungen. Dumbledore ist ein nicer Charakter. Passt zu Harry Potter logischerweise. Ist
Eine schöne Einleitung, ein wichtiger Charakter. Wobei ich ihn mir auch gut als Santa Claus so am 24. hätte vorstellen können, aber ich glaube, das müsste dann noch ein bisschen klimatisch oder ja, von der Spannung her noch ein bisschen was Krasseres sein. Okay, aber das, wie gesagt, Türchen 1 macht einen guten Eindruck bisher. Schauen wir uns mal die anderen an. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nur bis Türchen 12. Die anderen würde ich erstmal geschlossen halten, also Türchen 13 und so weiter. Da komme ich später noch drauf zurück. Wieso? Aber das wird, glaube ich, erstmal einen guten Einblick geben. Also machen wir weiter mit Türchen 2. Was verbirgt sich dahinter? Okay, rote Farbe heißt eigentlich Gryffindor. Gucken wir mal, was hier steht. Die Welt der Nichtzauberer ist für diesen Mann ein Buch mit 7 Siegeln. Er ist fasziniert von dem, was nicht magische Menschen alles erfunden haben, um sich das Leben angenehmer zu machen. Besonders begeistert ist er von Quietscheentchen. Okay, also ich glaube, das weiß auch jeder. Wer bist du denn? Dass es sich da um wie heißt er nochmal? Arthur Weasley? Ja, also der Vater von den Weasleys handelt. Ja, mit den Quietscheentchen ist, glaube ich, der beste Hinweis und natürlich dann auch das Auto der Weasleys, was Ron da etwas entführt im zweiten Teil. Genau, also ein Weasley, den wir hier zeichnen und an der Stelle passt es auch. Jetzt frage ich mich wirklich, ist Dumbledore Hufflepuff? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber Weasley, dass sie Gryffindor sind, ist ja allbekannt. So, also auch hier wieder ein nices Rätsel, was, glaube ich, jeder Harry Potter-Fan lösen kann, vor allem mit dem Quietscheentchen. Ich glaube, das war auch so ein Special, wo sie erzählt hatten, dass das gar nicht im Skript stand mit dem Quietscheentchen, wo das der Vater erzählt hat. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Sondern, dass er das einfach aus dem FF da quasi erfunden hat und ja, Radcliffe da ziemlich erstaunt war und das witzig fand an der Stelle. Okay, gucken wir mal die Anleitung an. Ich finde es aber interessant, soweit ich das sehen kann, steht jetzt nicht irgendwo nochmal der Name, also wirklich nur so eine Umschreibung. Wahrscheinlich aber, ich könnte mir vorstellen, dass sie es aus Lizenzgründen machen, gemacht haben, weil es ja auch hieß, inoffizieller Harry Potter Kalender. Kann also sein, dass sie da die offiziellen Namen gar nicht verwenden dürfen und die das dann deshalb so umschreiben. Kann aber ein bisschen schwierig sein bei manchen. Gut, ich glaube, wenn man halt wirklich so übelster Fan ist, dann wird man das schon herausfinden, dass es da ein bisschen schwierig ist, wer da was ist, um das zu erkennen. Aber ja, bisher hat es ja erstmal funktioniert. We will see about that. Auch hier wieder die Anleitung Step für Step, ähnlich wie bei Dumbledore. So ein seitliches Porträt mit einer groben Konstruktion, ja, die groben Shapes, Kreise für den Kopf, für das Kranium, so ein bisschen angedeutet, Kugeln für die Gelenke und Augen. Finde ich gut erstmal den Ansatz, aber auch hier wieder, das ist eigentlich mehr für Fortgeschrittene geeignet. Hier das finale Porträt, ausgearbeitet in Farbe. Also ich glaube, hier geht es wirklich mehr um die Buchcharaktere. Ich habe da jetzt den Weasley gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß ehrlich auch, doch im ersten Film müsste er, glaube ich, im ersten Buch müsste er, glaube ich, aufgetaucht sein. Weiß ich gerade gar nicht so richtig. Auf jeden Fall Molly Weasley natürlich. Und hier zeichnet man es wieder. Aber ja, also das sieht natürlich nach einem Weasley aus. Die roten Haare klassisch, die Kleidung, das passt alles. Aber deutlich mehr Buchcharakter hat es für mich jetzt den Vibe. Ist, glaube ich, eher darauf ausgelegt als auf die Filme. I mean, it's alright, like. Ja, sehr schön. Machen wir mal weiter mit Türchen 3. Hier ein bisschen eine negative Sache, muss ich sagen, dass sich die Sticker nicht komplett lösen. Man reißt die hier so ein bisschen ein, also das Opening-Feeling. Ja, ich versuche so. Ich habe es jetzt versucht, ganz zu öffnen. Und dann reißt es das Papier so ein bisschen mit ein. Also das ist nicht ganz so satisfying, muss ich leider sagen, mit dem Opening. Nee. Aber dafür macht es dann das Inlay, also das Design und die tatsächlichen Anleitungen, finde ich, machen das wieder wett. Das nur so kurz nebenbei, was mir jetzt gerade aufgefallen war. Hier haben wir jetzt grünliche Farbe, also schätze ich mal Slytherin. Gucken wir mal, hier steht, dieser Schüler der zauberhaften Akademie ist leider ständig vergesslich und schusselig. Mal vergisst er seinen Umhang, mal seine heißgeliebte Kröte. Okay, ist nicht Slytherin. Trotzdem ist er mutig und treu und würde alles für seine Freunde tun. Also ich glaube, spätestens jetzt wissen wir, das ist nicht von den Farben her abhängig, die Charaktere. Also ich glaube, hier geht es um Neville Longbottom, ja, die Kröte. Das ist eigentlich sehr bekannt, dass er die ständig
verliert und danach sucht. Das war ja auch im ersten Film und Buch Thema. Und natürlich auch, dass er sich seinen Freunden dann gegenüberstellt, dass er da aber ein bisschen versteinert wurde, solche Sachen, dass er die in Kauf nimmt. I'll fight you. Neville, I'm really, really sorry about this. Und ich sag mal, das Glow-Up, ja, was er vom Film her hatte, in den letzten Film, wo er sich dann Voldemort gegenübergestellt hat mit dem Schwert von Gryffindor, das war schon Peak. Also finde ich ein richtig nices Glow-Up. Also, nach dem Hinweis meine ich, es ist Neville Longbottom. Gucken wir mal rein. Und er wird umschrieben als tollpatschiger Zauberer. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, das ist Neville. Und sehr anders, also wirklich so von der Optik her anders als im Film dargestellt. Gefällt mir aber. Sieht sehr schön auch wieder gezeichnet aus. Der Stil, so leichtes Cell-Shading mit der klaren Abgrenzung von Schattierung und Lichtseiten. Das sieht sehr schön aus. Also es ist ein sehr schöner, weicher, cartooniger Stil. Das macht viel her. Hier wieder die Anleitung von Konstruktion über äußere Outlines, Details bis hin zum finalen Lineart. Und da möchte ich aber auch ergänzen, das hier ist wirklich ein Stift, den man eigentlich nur für den letzten Part verwendet, wenn man all diese Schritte mit Bleistift zunächst erstmal vorgezeichnet hat. Und dann radiert man das eigentlich weg. Ja? Also ich glaube, viele machen dann auch den Fehler und versuchen dann vielleicht schon so bei Step 2 oder direkt von Anfang an irgendwie damit loszuzeichnen. Ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn auch noch ein Bleistift dabei gewesen wäre. Aber ein Bleistift hat eigentlich jeder. Von daher ist es auch okay. Aber es ist halt nicht vollständig. Wenn man schon Material dazu gibt, dann auch wirklich die Materialien, die man auf jeden Fall braucht. Das vielleicht noch so als kleiner Verbesserungsvorschlag. Und es ist ja auch ein guter Stift. Da vielleicht noch ein Bleistift von Faber-Castell oder so mit dazu, dann hat sich das auch. Ja, also das ist die Anleitung. Neville ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Character. Ich mag ihn, er ist okay. Aber ich würde mal gucken, was dann noch so kommt. Ja, ich liebe auf jeden Fall, dass man hier so miträtseln kann. Das Design habe ich jetzt schon oft gesagt, also liebe ich. Das gefällt mir richtig gut, so diese Briefoptik. Ist ein bisschen schade, bei dem kann ich es jetzt, aber dass man es je nachdem, wie man es aufreißt, jetzt nicht mehr so gut schließen kann. Ja, das ist ein bisschen wonky in der Qualität her. Aber gucken wir mal, was noch der Rest hergibt. Hoffentlich kriege ich ein Glumanda. Oh, tut mir leid, es ist nur ein Pikachu! Türchen Nummer 4. Als treue Anhängerin des bösen Lords hat diese Hexe schon allerlei schlimme Taten vollbracht. Ihre durchgedrehte Art macht sie unberechenbar für die Guten und sollte definitiv nicht unterschätzt werden. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es mit dem Kelch auf sich hat und dem Band. Ich weiß nicht, ob das in den Film vorkam. Aber von der Beschreibung her würde ich jetzt mal auf Bellatrix Lestrange tippen. So klingt es zumindest mal. Aber das bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher, was es damit auf sich hatte mit dem Kelch. War das irgendwo in den Film? Gucken wir mal rein. Und ich hatte recht. Yes, nice. Die boshafte Hexe Bellatrix Lestrange. Ja, das ist mal bisher meine Favorite-Illustration, würde ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Eine deutlich komplexere Pose, ja, so leicht nach unten zeigend. Auch der Hand und dem Zauberstab. Das ist auf jeden Fall ein fortgeschritteneres Porträt, was jetzt nicht jeder unbedingt nachmachen kann. Und der Platz ist hier auch ein bisschen gering, finde ich, für diese Proportionen, das direkt daneben zu zeichnen. Muss man auf jeden Fall kleiner dann zeichnen. Also gefällt mir richtig gut, aber ist auf jeden Fall eine Herausforderung für Anfänger und auch für Fortgeschrittene gleichermaßen. Aber ein schönes Motiv. Also da hat man auf jeden Fall Freude dran, das zu zeichnen. Das ist bisher mein Favorite-Charakter. Aber ich muss auch gestehen, ich habe immer so ein Faible für Villains, also Bösewichte. Da bin ich mehr drin. Kannst du auch so ein bisschen an meiner Nagelfolienfarbe sehen. Ich bin eher so ein Mix aus Ravenclaw und Slytherin. Ich war ganz lange von dem Harry Potter-Test, war ich im Slytherin-Haus, aber später hat sich dann in Ravenclaw gewandelt. Aber in meinem Herzen schlagen in meiner Brust schlagen 2 Herzen, Ravenclaw und Slytherin. Deswegen, ich finde sie sehr, sehr toll. Auch wenn sie ich will mal sagen Gary Oldman, aber das ist der Schauspieler. Sorry about that.
Sirius, genau, Sirius Black auf dem Gewissen hat, das werde ich ihr nicht verzeihen. Das ist ein großer Minuspunkt bei ihr, aber ansonsten mag ich sie als Charakter sehr, sehr gern. Und wie gesagt, die Illustration hier, ein Chapeau an die Antonia, das hat sie wirklich super gezeichnet und die Anleitung gefällt mir erstmal auch gut, auch wenn es wieder, wie gesagt, für Anfänger ein bisschen zu schwierig ist. Ja, und das also zu Türchen 4. Schauen wir mal weiter, was noch im Kalender steckt. Oh, das ging jetzt richtig befriedigend auf. So ein richtig cleaner Cut, das ist dann wiederum nice. Blaue Farbe, auf den ersten Blick Ravenclaw. Gucken wir mal, ob Entenschnabel, Mäuseohren oder Haare in allen Farben des Regenbogens. Diese Hexe liebt es, ihre Gestalt zu wandeln. In angespannten Situationen oder auch nur beim Abendessen bringt sie damit allen eine gute Stimmung. Das finde ich ein bisschen schwieriger, das Rätsel, aber ich glaube, es handelt sich um Luna Lovegood, wenn ich mich nicht ganz täusche. No! God, please, no! 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 Wie gesagt, Bücher nicht gelesen. Ich kenne da nur die Verwandlung mit dem Löwenkostüm. Ja, diesen Löwenhut oder was sie da auf hatte. Hello, everyone. Das war ganz nice und natürlich ihre bunten Farben und auch die bunte Brille. Mit der Ente weiß ich jetzt nicht, ob das vorkam und dem Zauberstab weiß ich jetzt auch nicht, ob es ihre ist. Bitte, wie gesagt, nicht verdammt. Ich kenne nicht alle Details, aber das wäre jetzt mal das, was ich jetzt da schlussfolgern würde. Das finde ich wirklich ein bisschen schwieriger, das Rätsel, aber auch hier wieder eingefleischte Fans werden das sicherlich wissen. Und gucken wir mal. Und das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Punkige Gestaltwandlerin. Ist das Nymphadora? Tonks? Don't call me Nymphadora. Warte, was steht hier? Sie ist sehr begeisterungsfähig und gut gelaunt. Na, war jetzt Tonks auch nicht immer. Das geht eigentlich mehr auf Luna. Boah, bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Aber nee, Moment. Gestaltwandlerin? Das ist ja eigentlich Tonks. Stimmt, und in einem Film hatte sie ja den Entenschnabel. Ich glaube, darauf zielt es ab. Okay, wie gesagt, bitte nicht steinigen. Ich nehme es zurück. Ich glaube, es ist Tonks. Aber das ist halt auch schon sehr abweichend. Im Film hatte sie so ein bisschen lila Haare, klar, aber auch ganz anderes Clothing. Zu den Filmen, ich glaube, das ist wirklich was eher für die Leute, die die Bücher gelesen haben. Ich liebe ihr Character Design. Das gefällt mir auch richtig gut. Das ist halt punkig, wie es geschrieben ist. Und auch ein anderer Rahmen. Das gefällt mir auch. Es ist halt ein bisschen schade, dass hier jetzt direkt der Knick drin ist, weil wenn man das jetzt hier reinzeichnet und das vielleicht abschneiden möchte, ne, um das so ein bisschen separat dann irgendwo zu platzieren, vielleicht auch einzurahmen, hat man jetzt halt den Knick hier drin. Das ist ein bisschen blöd vom Design her. Aber der Rest gefällt mir auch wieder wie bisher. Ja, ein kleiner Fauxpas, was das Rätseln anbelangt. Hier nochmal mit der Ente. Ja, das fand ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass das alle Filmzuschauer erraten hätten. Wenn doch, schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Also hier auch ein bisschen wirklich Ratespiel mit dabei. Türchen 5. Okay, man kann sich irren, aber für Harry Potter-Fans, glaube ich, wird es, also Bücherfans wird es, glaube ich, geläufiger gewesen sein. Schauen wir weiter mit Türchen 6. Und Türchen Nummer 6 ist Nikolaus. Da sollte es jetzt ein spezifisches Motiv haben, ein bisschen besonderes Motiv, so von der alleinen Erwartungshaltung. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es ist zumindest das deutsche Produkt, das sollten die Adventskalenderhersteller eigentlich wissen, ja, zu Nikolaus und Weihnachten, da will man was Besonderes haben. Da bin ich jetzt gespannt. Es sieht erstmal nach Slytherin aus, so von den grünen Farben her. Gucken wir mal. Und hier steht das Rätsel, treu steht sie, okay, sie, dem Auserwählten stets zur Seite und bringt nicht nur Briefe an ihren Bestimmungsort, ihre weißen Federn tarnen sie perfekt in den schneebedeckten Highlands Schottlands. Okay, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also auf jeden Fall ein totes Death Eater. Hä? Nee, warte mal, dem Auserwählten. Es geht um Harry Potter. Ich bin doof, okay? Dem Auserwählten zur Seite. Ich hab irgendwas anderes gelesen, so im Sinne von Voldemort. Vergiss es. Und bringt Briefe an ihren Bestimmungsort. Oh, ich bin so doof, ne?
Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der Dummes tut. Ich glaube, hier geht's um Hedwig. Eulenpost, natürlich. Brief. Ja, Hedwig. Ich war gerade verwirrt mit sie. Ich war jetzt komplett nur auf Charaktere aus. Und dann irgendwie, Auserwählten, keine Ahnung, ich habe irgendwas anderes gelesen und dachte erst Voldemort und wegen Slytherin. Vergiss es. Gucken wir mal rein, ob ich dieses Mal richtig liege. Und okay, ja. Dieses Mal haben wir die loyale Eule. Hedwig. Ich sollte das rausschneiden. Nein, das ist okay. Ich verzeih mir. This is fine. Genau, also Hedwig, die Eule von Harry Potter natürlich. Ja, das sollten eigentlich auch Filmsehende wissen. Nur Filmsehende. Hier die Anleitung. Das finde ich wirklich ein Motiv, was auch Anfänger nachzeichnen können. Tiere verzeihen da vielerlei Proportionsfehler, wenn man das nicht so konkret exakt abzeichnet, ist das oft okay und die Formen sind auch relativ einfach. Also das ist wirklich ein Motiv, was ich mir auch für Anfänger vorstellen kann. Ne, den Brief kann man ja auch rausnehmen und dann jemandem geben, der vielleicht gerade mit dem Zeichnen erst anfängt. So hätte ich es mir eher vorgestellt, sage ich mal, für Anfänger, so in diesem Detaillevel. Auch hier geht schon wieder sehr ins Detail, aber es sind sehr einfache Details, die sich leicht nachmachen lassen. Minus der Koloration, dass jetzt dafür keine Anleitung vorhanden ist, das macht es ein bisschen schwierig. Aber kann man sich so herantasten oder man lässt es halt nur in diesen Line-Art-Stil. Das ist auch okay. Okay. Asche auf mein Haupt. Dass ich Hedwig nicht direkt erkannt habe. Okay, schließen wir das einmal ganz schnell und legen diese Schande beiseite. Wingardium Leviosa. Türchen Nummer 7. Weiter geht's. Als bestimmendes Familienoberhaupt schaut sie immer, dass es ihrer 7-köpfigen Rasselbande gut geht. Mit viel Herz verwöhnt sie ihre eigenen Kinder und deren Freunde, greift aber auch streng durch, wenn es sein muss. Ja, und hier natürlich die passenden Objekte dazu. Ich weiß gerade gar nicht, wie es im Deutschen heißt, der Hauler. Und das Wollknäuel ist natürlich die Molly Weasley, ja, die Mutter von den Weasleys. Also das weiß sogar ich als Noob, wie ich mich jetzt einfach mal deklariere. Also da gibt es doch einiges, was ich nicht weiß anscheinend. Ich sollte wirklich mal die Bücher lesen, weil es ist eigentlich genau meine Welt. Aber egal. Schauen wir mal rein in die Anleitung. Das resolute Familienoberhaupt. Da haben wir jetzt also quasi schon die Eltern der Weasleys. Finde ich spannend, dass man hier nicht Ron zuerst bekommt, sondern erstmal die Eltern, aber ist okay. Bisher, ja, wir hatten bisher noch keinen der Hauptcharaktere. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hedwig als Nikolaus. Ich hätte mir ehrlich gesagt Harry Potter, Hermine oder Ron da eher vorgestellt. Aber okay. Wenn nicht, ist auch okay. Und sehr cute. Die Mutter ist sehr süß hier dargestellt. Das gefällt mir mit den Lachfältchen hier. Das ist super süß gezeichnet. Und dem floralen Muster hier. Ja, das finde ich richtig schön. Ja, und auch ein bisschen getrickst, ne? Wenn ich es mir genauer anschaue, das habe ich bisher noch gar nicht erzählt. Das sieht auch digital gezeichnet aus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber so die Haare, es hat so den Flair. Also das ist auf jeden Fall ein Look, den man auch digital nachzeichnen könnte, ne? Weil jetzt nur der traditionelle Stift daneben lag, aber das ist auf jeden Fall was man auch digital nachzeichnen kann. Wobei hier so die Überlagerung kann auch traditionell mit Markern gezeichnet sein, wobei diese Muster hier viel zu gleichmäßig sind. Also es sieht eigentlich eher nach digital aus oder zumindest mal digital nachbearbeitet. Also hier nochmal die Anleitung zum Nachzeichnen. Wieder so eine leichte Dreiviertelansicht, ein bisschen andere Proportionen, ne, eine erwachsene, ein bisschen molligere Frau. Finde ich schön, die Abwechslung und wie gesagt, eine sehr schöne Zeichnung. Da werden sicherlich auch viele Spaß dran haben. Okay, ich bin beruhigt, dass ich wieder etwas erkannt habe. Ich habe, ja, den Respekt, hoffe ich, für euch noch nicht komplett verloren. Und wenn doch, tja, so be it. Shut up. Türchen Nummer 8. Oh, guck dir das an. Oh, es ging dieses Mal komplett ab. Ich bin begeistert. Oh mein Gott! Wow! So, das Rätsel für dieses Türchen ist, jedes Schuljahr aufs Neue sagt sie den Tod einer Schülerin, oha, oder eines Schülers voraus. Außerdem werden laut ihr alle möglichen Unfälle und schlimmen Dinge passieren. Zum Glück geht ein Großteil ihrer Prophezeiungen nicht in Erfüllung, ansonsten hätte das Zauber
Internat schnell keine Lehrlinge mehr. Ich weiß, wer es ist. Ich bin mir bloß gerade nicht mehr ganz sicher, was der Name ist. Ich glaube Trelawney, also diese Weissagelehrerin, die im dritten Teil der Gefangene von Azkaban vorkam. Ich glaube, sie hieß Trelawney. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Und spätestens hier, ja, mit dem T-Satz, wo Ron dann auch das böse Omen sozusagen sieht und dann die Weissagekugel. Ja, das glaube ich, versteht auch jeder, der mal mindestens die Filme gesehen hat. Look, the cup. Don't see. Oh, yeah, well. Gucken wir uns die Anleitung an und das Motiv. Und es ist die Lehrerin, genau, pessimistische Wahrsagelehrerin. Finde ich gut. Und dann ein schockierter Blick als Illustration. Schade, dass es hier ein bisschen abgeschnitten ist. Das hätte ich hier gern vollständig gedruckt gesehen. Aber super schöne Illustration auch wieder. Gefällt mir sehr gut. Und das sieht auch sehr nah, also es sieht so aus, als hätte die Filmadaption die Buchversion sehr gut übernommen, wenn das hier dem Buch entnommen ist. Gefällt mir sehr gut. Doch, doch. Ist nicht mein Favorite Character. Die ist mir ein bisschen zu sehr durch den Wind, muss ich sagen. Ich bin gerade am Überlegen, wer ist mein Favorite Lehrer? Ich bin halt ein bisschen biased, weil ich Snape mag, aber ich würde ihn ehrlich gesagt nicht als Lehrer haben wollen. Und als Ravenclaw würde er mich sowieso nicht mögen, aber ja, ich mag halt den Schauspieler und generell, ja, so ist vor allen Dingen seine Einstellung, was halt am Ende rauskommt, dass er eigentlich nur beschützen wollte und das Gute tun wollte, auf seine eigene beschissene Art und Weise. Aber hey, biased, wie gesagt, an sich als Lehrer ist jetzt nicht wirklich gut. McGonagall, glaube ich, wäre da mein Lieblingslehrer. Nein, stimmt nicht, falsch. Ich habe einen Lieblingslehrer. Remus Lupin, okay? After me. Ridiculous. Very good. Oh mein Gott, wie konnte ich den vergessen? Natürlich, Remus. Und er hat immer Schokolade dabei. Also was will man mehr? Guter Lehrer, Schokolade dabei, sieht auch ganz gut aus. Ja, finde ich, ist der beste Lehrer. Anyway, wir waren gerade bei Trelawney, meine ich, heißt sie. Kannst mich gern korrigieren in den Kommentaren. Wieder schöne Illustration, bisschen fortgeschrittenere Anleitung. Ich finde sie hier eigentlich fast schöner ohne Brille. Also da sieht sie richtig gut aus, finde ich. Die Brille macht halt viel kaputt, finde ich. Ja, so sieht sie halt aus. Aber so sieht sie richtig schick aus. Richtig sexy, mag man fast sagen. Und hier halt, ja, ein bisschen älter auch. Und wie gesagt, die Brille passt natürlich zu ihrem Charakter, aber ich finde diesen Step ziemlich interessant. Das sieht sie ganz anders aus. Okay, das war Türchen Nummer 8. Türchen Nummer 9. Wir bewegen uns langsam auf die Zielgerade hin. Okay. Ja, damit bin ich mir jetzt endgültig sicher, dass das vorherige Türchen, also einige Türchen vorher, nicht Luna war. Das wird jetzt Luna sein, ohne dass ich den Text gelesen habe. Also das vorher war, glaube ich, wirklich Tonks. Okay. Aber lesen wir es trotzdem mal kurz durch. Manchmal ist sie ein bisschen verpeilt. Vielleicht noch mal kurz, weil wegen den Kostümen und Verkleidungen. Deswegen dachte ich halt, ja, weil Luna mit dem Löwenkopf und so weiter, dachte ich halt, sie ist gemeint. Nur zu meiner Verteidigung, aber okay. Lesen wir noch mal hier, was zu Luna steht. Also manchmal ist sie ein bisschen verpeilt, aber das macht sie nur umso liebenswürdiger, das stimmt. Sie hält treu zu ihren Freunden und hilft ihnen in der einen oder anderen Situation, durch ihre eigene Sicht auf die Welt die Dinge klarer zu sehen. Ja, Arsch auf mein Haupt, wie gesagt. Ach, das ist so cute, die Items. Das wird Luna Lovegood sein. Eine der wenigen Ravenclaw, die im Film überhaupt oder in den Filmen überhaupt zu sehen sind. Hello, Harry. Luna, how do you know where I was? Experts. Your head's full of them. Ja, nun. Guck mal rein und genau, das ist sie auch. Ich dachte vor uns halt im Buch, dass sie da irgendwie komplett anders aussieht, aber ja, so stelle ich mir Luna vor. Also, richtig schöne Illu. Von den bisherigen, abgesehen von Bellatrix, ist das, glaube ich, mein Favorite. Sie sieht richtig hübsch aus. Ein bisschen verpeilt, auch wie sie den Zauberstab so in ihre Haare steckt. Aber richtig cute mit den Augen gezeichnet, schöne Uniform. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist bisher mein Favorite, neben Bellatrix von der Zeichnung her. Verträumte Freundin. Ja, super schön. Die Haare könnten ein bisschen komplex sein. Das haben sie aber gut gelöst oder hat sie gut gelöst. Hier die Antonia mit den einzelnen Strähnen. Solche welligen Haare sind realistisch relativ aufwendig zu zeichnen, wenn man da nicht irgendeinen speziellen Brush verwendet. Aber so ist es ganz gut gelöst. Sehr einfach gehalten.
Ja, also das ist bisher mein Favorite, würde ich sagen. Türchen Nummer 10. Oh, guck dir das an. Okay. Das sieht nach Mad Eye Moody aus, wenn ich mir jetzt nur die Gegenstände anschaue. Schon lange übt er seinen Beruf aus und geht auf die Jagd nach bösen Zauberern und Hexen. Bei einer Verfolgungsjagd wurde sein Auge, verletzt und durch ein magisches ersetzt. Dieses hilft ihm bei der Verfolgung von Verbrechern. Ja, also da bin ich mir sehr sicher. Das war sehr prominent in den Filmen dargestellt. Welcher war das? Ich glaube Feuerkelch, ja, wo das magische Turnier war. Heute lernen wir, wie man Eierkuchen macht. Wer sagt mir denn mal eine Zutat? Eier. Oh, das geht ja schnell. Meine letzte Klasse wusste das nicht. Mad Eye Moody. Gucken wir mal, ob es so ist. Und das ist der Fall der einäugige Gesetzeshüter. Hier als Illustration. Wow, richtig großes Auge. Das ist ja spannend, wie das umgesetzt ist. Da frage ich mich echt, wie das im Buch beschrieben ist. Ob das wirklich so die Version ist oder die Vision, die Zeichnerin hier. Das kann ja auch sein. Das muss ja gar nicht der Buchstil sein. Schreibt mir das aber gerne mal in die Kommentare, ob das wirklich so die Charaktere im Buch beschrieben sind oder ob das jetzt mehr die Fantasie der Illustratorin hier ist. Finde ich aber sehr spannend. Der sieht viel jugendlicher und hübscher aus? Fragezeichen. Brother, Das ist mal ganz anders. Wie gesagt, ich kenne halt nur die Film-Schauspieler und Charaktere. Und das ist halt schon ein starker Unterschied. Aber einer, den ich gern sehe. Und mal auch eine andere Perspektive. Das gefällt mir auch, dass man mal so von hinten auf den Charakter schaut. Ein Riesenauge. Ich glaube, das würde ich tatsächlich ein bisschen kleiner zeichnen. Auch wenn es natürlich ein künstliches Auge ist. Aber das finde ich ein bisschen von den Proportionen her ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Mad Eye Moody für Türchen Nummer 10. Fehlen noch 2 weitere Briefe. Brief Nummer 11, der vorletzte. Mal sehen, wie sich der Sticker hier verhält und... in der Mitte gerissen. Verdammt. Oh, hier sehe ich schon die bösen Jelly Beans. Und ein Ohr. Nach Ohrenschmalzgeschmack sieht das aus. Würde ich jetzt erstmal, ohne das zu lesen, auf einen der Weasley-Zwillinge schließen. So von, ich treibe Schabernack, aber kann auch was anderes sein. Gucken wir mal. Dass sie am 1. April geboren wurden, okay, ist wahrscheinlich nur einer der Gründe, warum sie Scherze lieben. In der Schule sind sie bekannt für Schabernack, den sie treiben und bringen damit ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zum Lachen. Okay, krass, ich glaube, hier kriegen wir sogar beide Charaktere mal als Porträt, weil hier steht sie. Ja, also beide Weasley-Zwillinge, gucken wir mal. Und tatsächlich, krass, freche Zwillinge. Fred und George haben wir beide, wenn ich mich nicht irre. So hießen die, glaube ich, ne? Fred und George? Ah Gott, ich bin echt ein bisschen zurück. Da lese ich mal im Harrys Gedanken. DuckTales, alles klar. Also hier das Porträt der Zwillinge, sehr jugendlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob Ron noch kommt. Ich hoffe es mal. Wir haben bisher keinen der Hauptcharaktere gesehen, was ich spannend finde bei Türchen 11. Aber okay. Die sehen fast so jung aus wie Harry hier. Also wie in den Anfängerjahren. Krass. Aber sieht sehr schön aus. Passend zu den Charakteren. Ich finde es, wie gesagt, fast ein bisschen zu jung gezeichnet. Kommt natürlich auch drauf an, obwohl wir haben Luna schon gesehen. Eigentlich müsste, wenn sie so aussieht, müssten sie ein bisschen älter aussehen. Aber ist okay. Das ist ja auch eher leicht im Manga-Stil gezeichnet. Da muss es auch nicht immer so altersgerecht sein. Das ist okay. Auf jeden Fall eine etwas komplexere Anleitung, etwas schwierigere Anleitung, logischerweise, vor allem wenn man 2 Charaktere auf einmal zeichnet. Oh, da werden sich auf jeden Fall einige, hier auch mit den Händen, die Zähne dran ausbeißen. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ein schönes Motiv. Da kann man sich schon mal dran probieren. Nicht meine Favorites, ich mag sie sind okay, aber ja, ich bin da jetzt nicht der allergrößte Fan, sage ich ganz ehrlich. Gut, fehlt aber an dieser Stelle für uns jetzt erstmal nur noch ein Türchen. Drumroll, please. Türchen Nummer 12. Das letzte Türchen, was ich in diesem Review einmal öffnen werde. Ich bin gespannt, ob mir jetzt mal einen der Hauptcharaktere erhalten werden. Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich kommen die erst gegen Ende des Kalenders dann. Gucken wir mal. Oha, das sieht mir nach McGonagall aus. Seit vielen Jahren gehört diese diplomatische Lehrerin zum magischen Kollegium. Neben ihrer strengen Art ist sie auch verständnisvoll und verteidigt ihre Schützlinge, wo sie nur kann. Nebenbei verwandelt sie sich auch in eine Katze, okay, und stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Unfug treiben.
Ja, also Minerva McGonagall, das wird sie sein. Katze und Hut, das ist allseits bekannt. Wie gesagt, ich mag sie sehr gern als Charakter und hier ist sie auch. Sehr hübsch dargestellt wieder, die volle Illustration und beschrieben ist sie hier als strenge Lehrerin. Ja, würde ich jetzt Snape strenger ansehen, ehrlich gesagt, aber ja, kann man schon sagen. Ich mag sie, ich mag McGonagall. Ich mag es, wenn man ein bisschen durchgreift, aber trotzdem noch eine nette Seite hat. Das ist eigentlich so die ideale Lehrerin neben Remus, finde ich. Wenn alle so wären, könnte man deutlich leichter lernen. Ja, also auch hier wieder eine schöne Illustration, auch aus einem anderen Winkel. Hier haben wir jetzt so eine leicht seitliche Darstellung mit ein bisschen verschränkten Armen. Ich hätte sie mir echt ein bisschen freundlicher dargestellt. Das ist halt jetzt wirklich sehr, sehr streng. Aber gut, es ist immer noch in Character, würde ich sagen. Ist okay. Aber ich mag sie halt sehr gern und deswegen, ich persönlich hätte sie wahrscheinlich ein bisschen freundlicher dargestellt. Trotzdem selbstbewusst, ja, aber vielleicht jetzt nicht mit verschränkten Armen, sondern vielleicht so mit erhobenen Zauberstab auf irgendwas zeigend, so vielleicht. Aber es ist okay. Es ist eine schöne Illustration. Und ich finde es auch schön, wie die Illustratorin so diese Alterszeichen zeichnet. Die Falten, ja, also so mit minimalen Aufwand, dass man da die unterschiedlichen Altersstufen wahrnimmt und trotzdem noch insgesamt ein kohärenter Stil. Das gefällt mir wirklich gut. Also schöne Illustratorin, checkt die da gerne einmal aus. Hier auch wieder, ne, der Step so von jung zu alt, wie bei Trelawney. Das ist ziemlich cool. Gut, das war also das letzte Türchen. Okay, das jetzt einmal zu den Briefen und Zeichnungen. Schreib mir gerne einmal in die Kommentare, was da von diesen gezeigten Briefen und Türchen da dein Favorite gewesen ist. Das würde mich mal interessieren. Und nach wie vor, ja, wir hatten jetzt 12 Türchen, war keiner der Hauptcharaktere dabei. Das fand ich ein bisschen weird. Aber wir haben ja immer noch weitere Türchen. Nämlich ganze 12 an der Zahl. Ja, die lasse ich jetzt aber einmal verschlossen, diese restlichen Türchen. Nicht ohne Grund, denn ich möchte diesen Kalender auch samt der geöffneten Briefe verlosen, und zwar an dich. Dafür musst du einfach nur einen Kommentar zu diesem Video hinterlassen und meinen Kanal abonniert haben und das Ganze bis Mitte November, dass ich das noch rechtzeitig bis Anfang Dezember an dich schicken kann. Solltest du gewinnen, auf jeden Fall einer von euch wird da gewinnen. Ja, also da einfach mitmachen, die Teilnahmebedingungen, alles weitere findest du in der Videobeschreibung. Ja, aber deswegen der Grund, dass du dann auch noch was zum Öffnen hast. Diese weiteren 12 lasse ich jetzt mal in Ruhe und die tue ich jetzt nicht öffnen. Ich gehe aber stark davon aus, dass Harry, Ron und Hermine auf jeden Fall, das wurde ja schon angekündigt, und Snape, dass sie noch dabei sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich sie jetzt nicht geöffnet habe, aber umso mehr Vorfreude hast du dann. Ja, also hinter den nächsten 12 Türchen verstecken sich dann auf jeden Fall noch einige Überraschungen und tolle Charaktere. Wir haben jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Sehr viele Nebencharaktere, aber es ist auch gut und es waren auch tolle dabei. Ja, wie gesagt, zum Beispiel Luna, Bellatrix und ein paar andere und Tonks. Ja, also da waren einige coole dabei. Aber wenn du gewinnst, wie gesagt, kannst du dir die restlichen dann auch selber anschauen und nachzeichnen. Ja, das war es soweit mit meinem Review zu dem inoffiziellen Harry Potter Adventskalender. Was ist jetzt mein Fazit dazu? Ich würde sagen, das ist ein richtig gelungener Adventskalender. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sowohl für Zeichner als auch für Harry Potter-Fans gleichermaßen hat er einiges zu bieten und sieht halt auch einfach richtig schön aus. Also mein Kommunikationsdesigner-Herz geht da voll auf. Die Briefe, der Kalender an sich, das ist einfach super hübsch aufbereitet, ja, mit richtiger Liebe bis ins Detail designt, das macht schon viel aus. Das gefällt mir sehr gut. Die Motive an sich haben mir sehr gut gefallen. Von der Antonia, die sehen richtig schön aus, was man da an Anleitungen hatte. Die haben mir sehr gut gefallen. Allerdings mit dem Hinweis, dass ich es nicht unbedingt für komplette Zeichenanfänger sehe. Ja, also da finde ich es ein bisschen zu fortgeschritten. Viele der Porträts, ja, die kann man nicht auch mit der Anleitung so ohne weiteres exakt so zeichnen. Maximal, wenn man es vielleicht durchpaust, ja, da können es auch Anfänger nachmachen. Aber so wirklich anfängerfreundlich ist es nicht. Und Zeichnen, wobei das hier dieses Mal tatsächlich nicht versprochen wurde, was ich gut finde, lernt man damit nicht. Ja? Wobei es steht auf der Rückseite, wie durch Magie lernst du in 24 Tagen zeichnen. Ja, okay, lassen wir das mal weg. Also zeichnen lernst du damit nicht, würde ich sagen.
Da, wie gesagt, nochmal, schau dir lieber mein Zeichner-Kit an. Da kannst du dich kostenlos damit vertraut machen, ja, was es wirklich mit Zeichnen lernen auf sich hat, was du dafür wirklich brauchst. Aber das nur an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das lernst du damit nicht. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt der Ansatz, den ich damit verfolgen würde. Es ist halt für die Weihnachtszeit eine gute Beschäftigung, ein guter Zeitvertreib. Es ist magisch, es ist Harry Potter, das ist sowieso so Weihnachtszeit, ne? Also das verbinde ich damit, es ist total cool. Und am Ende hat man eben auch, wie so die Porträts, ne, die in dem Treppenhaus da auch in Hogwarts aufgehangen sind, hat man dann so seine Bilder vor sich liegen, wenn man es denn mitgemacht hat. Ja, also Zeichnen ist ein bisschen mehr Herausforderung, ein bisschen mehr Aufgabe als Schokolade herausnehmen und essen bei einem Kalender. Aber finde ich toll. Ja, also jeder, der Bock hat zu zeichnen, vielleicht ein bisschen mehr Zeichenerfahrung hat, wie gesagt, und Harry Potter-Fan ist, kann ich nur sagen, der ist mit dem Kalender hier wirklich gut beraten. Kann ich also nur vollkommen empfehlen, kriegt einen Daumen nach oben. Ja, und ansonsten war es das mit diesem Review. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasse gern ein Like und auch ein Abo, wenn du zukünftige Videos wie dieses, ja, weitere Reviews, aber auch Tipps für digitale Künstler nicht verpassen willst. Da kannst du zum Beispiel jetzt gerne auch hier weiterschauen oder auch den vorherigen Review nochmal anschauen, solltest du den verpasst haben. Es kommt auf jeden Fall noch einer mindestens. Ja, also da auf jeden Fall gespannt bleiben. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.